Gesunde Pflanzenbestände, geringer Beikrautdruck und damit stabile Erträge im biologischen Anbau sind kein Zufall. Denn Erfolg basiert auf dem Zusammenspiel von Maßnahmen, die einerseits vorbeugen und andererseits kurativ Schaden im Feld eindämmen. Die vorbeugenden Maßnahmen können in 3 Arten unterteilt werden. Erstens gibt es großflächig angelegte Naturschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel die Vernetzung von Biotopen. Diese schaffen Lebensräume für Nützlinge und unterstützen somit die natürliche Schädlingsbekämpfung. Zweitens können Landwirtinnen und Landwirte mit ihrer alltäglichen Arbeit Einfluss nehmen. Zu wichtigen Anbau- und Managementpraktiken zählt einerseits die Gestaltung der Fruchtfolge. Damit ist die Abfolge der verschiedenen Kulturen wie Kleegras, Getreide, Erbsen oder Kartoffeln auf dem Feld gemeint. Andererseits spielt auch die Sortenwahl eine entscheidende Rolle, da die verschiedenen Sorten einer Kultur unterschiedlich anfällig für Pflanzenkrankheiten sind. Als dritte vorbeugende Maßnahme kann man kleinräumig die Biodiversität steigern, indem Blühstreifen rund um die Ackerflächen angelegt oder gemängelt angebaut werden. Diese fördern die Widerstandsfähigkeit der Kulturpflanzen. IBLA, das Institut für biologische Landwirtschaft und Agrarökologie Luxemburg, arbeitet im Bereich der biologischen Landwirtschaft und agrarökologischen Methoden und forscht vor allem zu vorbeugenden Maßnahmen und Bewirtschaftungspraktiken. Wir unterstützen die Landwirtinnen und Landwirte dabei, ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zu wirtschaften. Außerdem setzen wir darauf, die Nährstoffe im Kreislauf zu halten und mit möglichst wenig Einsatz von außen zu wirtschaften. Ziel aller Maßnahmen ist es, einen möglichst fruchtbaren Boden zu haben. Dieser bildet die Basis für einen gesunden und ertragreichen Pflanzenbestand. Dabei ist die Fruchtfolge, also die Abfolge der verschiedenen Kulturen auf dem Feld, ausschlaggebend. Optimalerweise wechseln sich Leguminosen wie Erbsen oder Lupinen mit Hackfrüchten wie Kartoffeln und mit Halmfrüchten wie Getreide ab. Durch diese Wechsel werden Krankheiten nicht mehr von Kultur zu Kultur weitergegeben und auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel kann verzichtet werden. Durch die Beobachtung, Erfahrung und Forschung wissen wir, welche Feldfrüchte sich für den Anbau eignen und welche Anbaupausen nötig sind, um die gleiche Kultur auf dem gleichen Feld erneut anzubauen. Neben der Abfolge der verschiedenen Kulturen auf dem Feld macht es auch einen Unterschied, welche Sorte genau man wählt. So wie bei den Kartoffeln die Sorten Linda, Desiree und Belana unterschiedliche Geschmacks- und Kocheigenschaften haben, haben sie auch unterschiedliche Anfälligkeiten gegenüber Pflanzenkrankheiten und Schädlingen. Dies gilt natürlich auch für verschiedene Sorten von Erbsen, Bohnen und Brotgetreide. In den vom IBLA durchgeführten Sortenprüfungen werden für verschiedene Kulturen unter anderem diese Eigenschaften getestet. Und diese Informationen sowie die Ertragserwartungen werden über die IBLA-Beratung den Landwirten und Landwirtinnen zur Verfügung gestellt. Schlussendlich muss auch die Wirtschaftlichkeit des ganzen Betriebs gegeben sein. Daher ist die Fruchtfolge und Sortenwahl von der Art des Betriebes wie zum Beispiel Milchviehbetrieb oder Ackerbaubetrieb abhängig. Wenn auf dem Hof Tiere gehalten werden, können Körnerleguminosen wie Ackerbohnen oder Soja oder kleinkörnige Leguminosen wie Klee verfüttert werden. Linsen, Bohnen und Kichererbsen schmecken natürlich auch uns Menschen und werden für die direkte Humanernährung angebaut. Und nicht nur das. Leguminosen sind echte Multitalente. Sie sind reich an antinutritiven Inhaltsstoffen wie Saponine, die eine bekannte pilzhemmende Wirkung haben. Im Projekt Tassili erforschen wir gemeinsam mit dem Luxembourg Institute of Science and Technology, dem LIST, wie aus dem Stroh von Leguminosen die Grundlage zur Entwicklung von Biologicals gelegt werden kann. Biologicals sind Pflanzenschutzmittel aus natürlichen Wirkstoffen. Im Projekt Tassili basieren diese auf Saponinen aus lokal angebauten Leguminosen. Denn manchmal reichen vorbeugende Maßnahmen im Pflanzenbau nicht aus und kurative Maßnahmen sind nötig. Aktuell wird abgesehen vom Biolandbau dabei meist auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel zurückgegriffen, mit all ihren negativen Effekten auf Wasser, Boden, Biodiversität und Mensch. Durch die Entwicklung von Biologicals versprechen sich Forschende einen Beitrag zur Reduktion von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln. Mit Biologicals stünde den Landwirtinnen und Landwirten in dem Fall, dass vorbeugende Maßnahmen nicht ausreichen, ein natürliches Produkt zur Verfügung. Die Natur hat seit jeher ihre eigenen Lösungen, um im Gleichgewicht zu bleiben. Im Laufe von Jahrmillionen haben Pflanzen ausgeklügelte Methoden entwickelt, um sich gegen Schädlinge und Krankheiten zu verteidigen. Ein Beispiel sind natürliche Verbindungen, die in den Wurzeln, Blättern und Stängeln produziert werden.
Sie wirken wie eine interne Apotheke, die der Pflanze hilft, Pilze, Bakterien und Schädlinge abzuwehren. Im Labor des LIST wird das Stroh der Leguminosen, die IBLA in verschiedenen Versuchen auf Feldern angebaut hat, analysiert. Anschließend werden die Saponine aus dem Stroh extrahiert und in Topfversuchen auf ihre pilzunterdrückende Wirkung gegen verschiedene Pilzerreger wie Septoria oder Ehrenfusarium im Getreideanbau oder Graufäule im Weinbau getestet. As scientists, we aim to understand nature and use that knowledge to develop more sustainable solutions. Legumes naturally produce a wide variety of chemical compounds, including saponins. These molecules are known to play a vital role in the defense mechanism against pests and diseases. Our goal is to identify these molecules and understand the specific mixtures present in each species. And to accomplish this, we use advanced analytical tools to examine the chemical compositions of these plants. Um diese natürliche Komplexität in etwas Nützliches für Landwirtinnen und Landwirte zu verwandeln, sind sorgfältige Tests erforderlich. Die Forschenden untersuchen, wie gut diese natürlichen Saponine und Saponinmischungen Krankheiten reduzieren können. Dies beginnt im Labor, wo die Extrakte gegen Pilze getestet werden, die Ernteverluste verursachen. To evaluate the antifungal potential of these natural mixtures, testing is carried out in several stages. It begins with laboratory experiments, followed by trials on detached leaves to observe how the compounds interact with plant tissue. The final step involves applying the extract to whole plants to assess their effectiveness under more realistic conditions. These investigations will be carried out in the labs of Professor Cédric Jacquard at the University of Reims-Champagne-Ardenne. This step-by-step process helps determine whether these complex natural extracts can truly act as biologicals against plant diseases. Im besten Fall können Extrakte aus pflanzlichen Ernterückständen auch zur Bekämpfung anderer Pflanzenkrankheiten verwendet werden. Diese umweltfreundlichen Lösungen sichern die Pflanzenproduktivität in einer sich verändernden Welt. Die Entwicklung von Biologicals, also zur Anwendungsreife gebrachter Pflanzenschutzmittel aus natürlichen Wirkstoffen, ist ein kostenintensiver und zeitaufwendiger Prozess. Dennoch bieten sie die Möglichkeit kurativer Maßnahmen mit geringeren Umweltauswirkungen als chemisch-synthetische Mittel. Die Voraussetzung für einen gesunden und ertragreichen Pflanzenbestand sind aber ein gutes Betriebsmanagement mit unterstützender Beratung, wie eine vielseitige Fruchtfolgegestaltung und die Wahl geeigneter Sorten aussehen können. Der Wissenstransfer aus der Forschung über die Beratung in die Praxis spielt eine besonders wichtige Rolle, um Innovationen aus dem Forschungslabor zeitnah im Feld umzusetzen und damit unsere Landwirtschaft zukunftsfähig zu gestalten.